Heute werden wir saftige Hähnchenschenkel ganz leicht und wirklich nebenbei mit Hilfe eines Sous-Vide-Garders zubereiten. Also legen wir gleich los. Als erstes müssen wir die Schenkel natürlich vorbereiten. Meistens hängt hier noch der Rückenknochen dran, aber ihr könnt euren Metzger fragen, ob er das für euch entfernt. Ansonsten gibt es auch reichlich Videos im Internet dazu. Ich halbiere die Hähnchenschenkel noch gerne, das müsst ihr aber nicht machen. Ich lasse aber zwei noch ganz, damit ich euch zeigen kann, dass es beim Garen keinen Unterschied macht. Für die asiatische Marinade brauchen wir Folgendes: 1 Esslöffel getrockneten Knoblauch, 1 Teelöffel Ingwer, 3 Esslöffel Sojasauce, 1 Esslöffel geröstetes Sesamöl, 3 Esslöffel Teriyaki-Soße, 2 Esslöffel Mirin und 2 Esslöffel Sweet Chili Soße. Und jetzt alles schön miteinander vermengen. Als nächstes werden wir die Hähnchen von beiden Seiten salzen, aber bitte nicht übertreiben, da die Marinade schon salzig ist. Anschließend legen wir alles in unsere Marinade und vermischen alles. Nachdem ihr die Marinade dann schön verteilt habt und es bei euch so aussieht, geht es zum Vakuumieren. Dafür nehmen wir unsere Vakuumbeutel und klappen hier die obere Seite ca. 1 bis 2 cm nach unten. So bleibt die obere Seite dann sauber. Jetzt müssen wir nur noch unsere Hähnchen hier reintun. Das mache ich jetzt wieder mit Handschuhen, da ich hier die Kamera noch nebenbei bedienen muss. So, die zwei kleinen Stücke tue ich in einen Beutel rein. Und das mache ich jetzt auch mit dem restlichen Fleisch. Die ganze Keule tue ich natürlich einzeln vakuumieren. Wie ihr seht, reicht die Marinade perfekt für 4 Hähnchenschenkel. Jetzt geht es zum luftdicht versiegeln. Dazu nehmen wir einfach ein Vakuumiergerät, stellen das so hier ein. Und so sieht es dann aus. Wenn alle Fleischstücke jetzt vakuumiert sind, so wie hier, dann habt ihr schon das meiste erledigt. Jetzt müssen wir es nur noch garen. Kommen wir jetzt zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Inkbird. Inkbird ist eine Firma, die intelligente Küchengeräte herstellt, die unter anderem in der Gastronomie oder Lebensmittelproduktion eingesetzt werden. Besonders bekannt sind sie aber durch ihre Sous-Vide-Garer. Und heute möchte ich euch das neueste Modell zeigen. Also ich finde das Design wirklich sehr, sehr gut gelungen. Die Bedienung ist wirklich sehr einfach. Dafür nehmen wir einen hitzebeständigen Behälter und füllen es mit Wasser auf. Am besten warm, damit das Aufheizen eben schneller geht. Ihr könnt auch einen größeren Topf nehmen, das ist egal, funktioniert beides. Und hier mit dieser Klemme könnt ihr es einfach dran heften. An der Markierung seht ihr, wie viel Wasser ihr benötigt. Jetzt müssen wir den Sous-Vide-Garer nur noch anschließen und schon kann es losgehen. Inkbird hat auch eine tolle App entwickelt, die wir jetzt starten können. Hier sehen wir auch, unser Sous-Vide-Garer wurde direkt erkannt, zeigt auch an, wie viel Grad das Wasser hat. Die App hat auch sehr viele vorprogrammierten Einstellungen. Wie ihr sehen könnt, egal ob Rind, Geflügel, Lamm, Schwein, Meeresfrüchte, sogar Ei und Gemüse. Also ihr könnt wirklich alles hier sous-vide garen. Da ich aber genau weiß, wie ich meine Schenkel haben möchte, gehe ich jetzt aber zum schnellen Kochen. Hier gebe ich zum Beispiel ein 68 Grad, genau das möchte ich haben. Und das möchte ich 2 Stunden lang garen. Also einmal bestätigen und jetzt wird es schon vorgeheizt. Und sobald das Wasser vorgeheizt ist, bekomme ich eine Benachrichtigung aufs Handy. Ja, das Vorheizen ist jetzt fertig und jetzt können wir loslegen. Dafür nehmen wir unsere Fleischstücke und stellen es einfach so hier rein. So, und jetzt müssen wir nur noch warten, mehr nicht. So, wenn es jetzt vor sich hingart, kann ich euch natürlich die Vorteile eines Sous-Vide-Garers nennen. Also erstens, es ist wirklich, ihr habt immer die gleiche Qualität. Egal ob es jetzt Montag ist oder Mittwoch oder Samstag, ihr müde seid, überarbeitet, was auch immer, ihr habt wirklich immer exakt das gleiche Ergebnis. Dann ist es noch zeitsparend. Während es vor sich hingart, die 2 Stunden, könnt ihr wirklich eure Briefmarkensammlung aktualisieren. Ihr könnt euch einen Film anschauen oder ein paar Videos von mir, was auch immer ihr in den 2 Stunden tun wollt. Und es ist vielseitig. Wie gesagt, ihr könnt es nicht nur für Fleisch anwenden, ihr könnt es auch für Gemüse oder Eier. Also wirklich top. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in 2 Stunden, wenn es dann klingelt, wieder. So, nach exakt 2 Stunden sind unsere Hähnchenschenkel fertig. Jetzt muss ich es nur noch aus dem Wasser nehmen. So sieht das aus, aber das zeige ich euch gleich. Also ich habe jetzt die Hähnchenschenkel ausgepackt und auf einen Teller gelegt. Jetzt schön abtupfen mit Küchenkrepp
Und dieser Schritt ist wirklich ganz wichtig, weil wenn wir sie jetzt anbraten, soll natürlich nicht mehr so viel Flüssigkeit enthalten sein an der Oberfläche. Weil ihr wisst, Fett und Wasser vertragen sich nicht so gut. Also im Grunde könnte man diese Hähnchen jetzt schon essen, aber wir wollen ja natürlich Röstaromen, eine knusprige Haut und das machen wir jetzt. Ich habe hier eine gusseiserne Pfanne, schon vorgeheizt und jetzt gehen die Hähnchenschenkel einzeln rein. Und es riecht schon sehr, sehr gut. Also wirklich. So, wir können es auch natürlich mehrmals wenden, das ist gar kein Problem. Und das einfach so lange anbraten, bis ihr die gewünschte Farbe bekommen habt. So, und ich glaube, die kann ich jetzt schon rausnehmen. Aber wie herrlich die aussieht. Und weiter geht's. So, und jetzt schaut euch das mal an. Also natürlich müsst ihr das nicht so scharf anbraten wie ich jetzt, aber ich liebe das so. Also jedem ganz selbst überlassen, aber wirklich top. So, dann machen wir mal den Geschmackstest. Ja, wie schon erwartet. Sehr, sehr lecker und saftig. Und durch das scharfe Anbraten hat es auch eine schöne Kruste bekommen. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung des Sous-Vide-Verfahrens in 4 Schritten. Als allererstes die Vorbereitung. Hier wird das Gemüse geschält bzw. das Fleisch pariert oder einfach mariniert. Im nächsten Schritt wird es luftig versiegelt, damit es gleichmäßig garen kann. So bleibt der volle Geschmack im Gargut. Dann kommt das eigentliche Garen. Durch die konstant präzise Temperatur wird es schonend gegart. Hierbei musst du dir auch keine Gedanken machen, wenn du dein Steak aus Versehen mal 20 Minuten länger drin lässt, da die Temperatur nicht höher ausfallen kann als die du eingestellt hast. Und zu guter Letzt kommt die Fertigstellung. Auch wenn man zum Beispiel das Steak jetzt schon essen könnte, empfehle ich den letzten Schritt noch zu gehen, um zum Beispiel eine schöne Kruste zu bekommen, indem man es scharf anbrät oder grillt. Und noch ein paar Infos zu diesem Sous-Vide-Garer an sich. Ihr könnt es mit oder ohne die App nutzen. Wenn ihr es ohne nutzen wollt, geht es ziemlich leicht, da die Bedienung wirklich einfach ist. Jedoch empfehle ich die App zu nutzen, es ist viel bequemer. Egal ob ihr die voreingestellten Programme nutzt oder selbst welche abspeichert. Nach ein paar schnellen Klicks könnt ihr es direkt starten. Wenn ihr die App das erste Mal öffnet, solltet ihr euch erstmal mit eurem WLAN verbinden. Das macht ihr einmal, danach geht es immer automatisch. Nachdem ihr den Sous-Vide-Garer angemacht und die Verbindung dazu hergestellt habt, könnt ihr sofort loslegen. Nicht umsonst hat es 4,9 Sterne auf Amazon. Wenn ihr mehr technische Infos benötigt, findet ihr alle Links unten in der Videobeschreibung. Ein positiver Nebeneffekt ist die Reinigung. Einfach trocken tupfen und fertig. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr sie mir gerne in den Kommentaren stellen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen und dann würde ich sagen, bis die Tage. Ciao.